Angel Ribo. Welcome to XPNSion Network, as you know, broadcasting from 2 different places in the world, here in the US, in Dallas, Texas. And I'm known here in the world of business as the CEO Confidant, and known in Latin America as the co-founder and president of the Wisdom for Kids Foundation. And again, I guess from Switzerland, we have Christina von Dreien and Nicola Good. Hi, how are you? How is Switzerland today? Hello. Hello, everybody. Thank you for having us again, Angel. Switzerland is great, but very cold today. All right. So yeah, actually, Texas is also getting a little bit, nothing compared to Switzerland, but a little bit cold as well. But here we are today, and as we were talking earlier with Christina and with Nicola, what could we talk about that maybe we haven't talked enough? And this week, for some reason, actually, many people have reached out to me, have been asking me questions about, Jesus Christ. And we talk about, we have been talking in our interviews about many different, let's say, important, figures and throughout the history of humankind, right? And Christina has obviously have access to a lot of, knowledge and wisdom. So have you ever thought, Christina, who was Jesus? Who was Jesus Christ according to your experience? Ich glaube, du musst das nur übersetzen für die andere. Du hast recht. Also Angel möchte von Christina wissen, wer aus ihrer Sicht Jesus Christus war. Also für mich war das halt jemand, der das Christusbewusstsein verkörpert hat. Und das ist ja nur ein anderer Name für die bedingungslose Liebe. So Jesus was somebody who incorporated or embodied the Christ consciousness. And Christ consciousness, Christina says, is only a different name for unconditional love. Und jeder von uns kann das verkörpern. And each of us is able to embody this. Das ist ja ein Bewusstsein und das kann theoretisch jeder von uns. It's a state of consciousness, and each of us is able to embody it. Obviously, there have been a lot of books, right? After Jesus Christ lived, there have been a lot of books written about it. And again, we are obviously very, very respectful of everybody's opinions and experience. But and there's a lot of different books that actually explain Jesus' life in a different way, right? And is there a way to know what is written about him, what is true and what is not true? Also es gibt so viele Bücher, die über ihn geschrieben worden sind, und auch die Bibel ist ja viel später geschrieben worden. Und es gibt so viele verschiedene Ansichten über sein Leben, wie es gewesen ist. Und gibt es aus deiner Sicht, kannst du sagen, ja, wie es gewesen ist? Ich habe ja nie die Bücher gelesen, also ich weiß nicht, was da drin steht. So I never read those books and I don't know what's written in them. Aber was ich weiß, ist, dass die offizielle Geschichte, die in der Bibel steht, dass die natürlich nicht direkt so gewesen war, weil das halt viele Male umgeschrieben wurde und halt auch bewusst Dinge weggelassen oder verdreht wurde. But what I know, Christina says, is that the official story or the official version that's written down in the books is not actually, it's not bound to be the true story, because it has been changed over so many times, and there's parts that have been left out on purpose as well. And obviously that applies also to other people that have been
really important for, you know, for the spiritual development or for the religious development of a lot of people in the world, right? I didn't get so no, but there's been other figures in the world that have been leading several religions, and can that also be applied to these people? Also es gibt ja auch ganz andere sozusagen Religionsführer, die ganz wichtig waren für die spirituelle Entwicklung von vielen Menschen. Trifft es auf diese auch zu? Also diese anderen Bücher, weißt du, wie der Koran oder die Veden oder... Ich kenne die weniger, ich weiß nicht, was da drin ist. Christina is not the person to have read all these things. She's not somebody who's studying books. So she says she doesn't know enough about the actual books. But, aber immer wenn eine Geschichte aufgeschrieben wird, Jahre nachdem jemand gestorben ist natürlich auch immer das Subjektiv. Yeah. So she agrees with me that every time a book is written about somebody years after the person has gone, there's a subjective way of seeing it from the person that's writing down the story. So. Aber was schon ist, dass es ja auch schon früher immer Menschen gab, die andere an ihr Licht erinnert haben. But what is true is that there were always great people on earth and teachers on earth that have come to remind people of their light, of their inner light. Egal, ob wir diese Menschen jetzt so kennen oder nicht, aber es gab die schon immer. No matter whether we do know those people or not, but they have always been there. How can we know if someone is a real, genuine source of light or not? Wie können wir erkennen oder wissen, ob jemand eine wirklich echte Quelle des Lichts ist oder nicht? Also da müssen wir über unser Gefühl gehen, weil wenn wir über unseren Verstand gehen und einfach schauen, was der Mensch sagt oder was er so macht auf der Welt, dann muss das nicht heißen, also wenn er was Gutes macht, dass er dann auch ein guter Mensch ist. Also es gibt ja auch Menschen, die erzählen, also wenn man denen zuhört, dann denkt man, ja, die erzählen was sie macht und dann würde man denken, das sind lichtvolle Menschen, aber das muss es eben nicht sein, weil es halt ja auch da viel Täuschung und Schauspieler gibt, wie halt überall in unserer Gesellschaft, in allen Bereichen. Okay. Christina started off with saying that we have to follow our gut feeling or our feeling if we want to find out whether somebody is a true source of light or not. And it's not really possible via the intellectual understanding of all the words somebody is saying, because somebody sometimes or many times someone is saying beautiful words but if a person is talking beautiful words, it's not for sure that this person is a truly good person. And all this to say that we are continuously confronted with different sources of information, right? And I think it's important for everybody to be able to differentiate. Ja, also wir sind ja von ganz vielen Quellen, Informationsquellen, bekommen wir Informationen und es ist nicht immer einfach, das zu unterscheiden. I actually forgot to translate one important part, the last part from Christina before. She said there's so much deception also, especially nowadays with all these all the people that are talking beautiful words. There's a lot of deception too. So
wir sind umgeben, there's a lot of information we're getting, wir sind umgeben von viel Information. Magst du da? How can we differentiate Wie können wir das differenzieren? the one that we should allow to feed our being? Wie können wir das eine oder die Information herausfiltern, mit denen wir uns quasi füttern sollten? Ja, also man kann das wirklich nur über sein Gefühl machen, über seine Intuition. It's only about the intuition we can do it. Weil es gibt ja wirklich viele Menschen, die auch über ganz verschiedene Themen was sagen, und da gibt es dann lauter unterschiedliche Informationen. Because there are so many people that are talking about different topics, and then there is so many different informations. Und da gibt es natürlich die Menschen, die bewusst die Menschen auch in die Irre führen oder gewisse Dinge verschweigen. Und dann gibt es andere, die wissen es einfach nicht besser. And then there is conscious deception, or people that are consciously, how do you say that, not talking about things or leaving things away. Und was war der letzte Satz? Dass es auch Leute gibt, die einfach gewisse Dinge nicht mitteilen können, weil sie es gar nicht wissen. Yeah, and there's a lot of persons that can't talk about certain things just because they have no access to those topics and they don't know about it. Do you think that right now what's happening in the world, is it that we are going to be reborn again? Are we having some sort of birth again, all of us? Or is there some sort of extinction happening? Also, die Dinge, die jetzt gerade auf der Welt passieren, glaubst du, dass das zu einer Art Neugeburt von uns führt, von uns allen? Oder gibt es auch so das Gegenteil, also eine Art Auslöschung? Also, jetzt ist es ja so, dass es gibt Menschen, die mit den jetzigen Umständen noch mehr einschlafen und die noch tiefer ins Vergessen gehen und ja darin eingewickelt werden. So there's a lot of people that in the momentaneous circumstances they fall even deeper asleep and they're sort of getting eingewickelt. Wrapped into, more, like into a net. Yeah. Und dann gibt es andere Menschen, die halt gerade durch die Umstände, die wir haben, wo noch mehr aufwachen und wo sich ihr Bewusstsein noch mehr erhöht. Also es teilt sich es gibt so ganz grob gesagt, so diese beiden Dinge. And there's other people that are starting to wake up more and expand their consciousness. And roughly said, it's actually two sides going apart. Christina, how do you describe the reality that we are living in? Do you call it like a third dimension? How do you call the physical dimension, the physical realm? How do you call where we are right now living? Wie beschreibst du die Ebene, in der wir jetzt uns befinden? Die physische Ebene, nennst du das 3D-Ebene oder wie beschreibst du das? Ja, 3D-Ebene. 3D. 3D. If we all, as humankind, increase the time that we spend focusing on love and light, do you think that we could ascend to other dimensions? Also glaubst du, dass wenn wir Menschen mehr Zeit damit verbringen, uns auf Liebe und Licht zu fokussieren, dass wir dann aufsteigen in eine andere Dimension? Ja, also das gab es ja schon immer wieder, dass Menschen, die hier inkarniert sind, dass die
aufgewacht sind und ihr Bewusstsein erhöht haben und dann aufgestiegen sind? Yes, this has happened over and over again, that certain individuals that have been living here have been really waking up and enlightened their consciousness, and they have been aufgestiegen. Ascended, exactly. Ascending. Aber das war bei denen so, dass sie in der Regel ihren physischen Körper verließen und dann ihre Seele aufgestiegen ist. But usually it had been in a way that they left their body behind and only their soul was ascending. Und der Aufstieg, den wir bevorhaben, der ist eben so, dass nicht nur, also wie früher, so einzelne Menschen aufsteigen, sondern dass der Planet mitgeht, also die Erde. And the ascension that is lying before us is not as it used to be. It's only individuals doing that. But it's also the whole planet which is coming with us. Und der Aufstieg, der bevorsteht, da ist auch so, dass wir unseren physischen Körper mitnehmen. And the ascension that's lying before us is in such a way that we take our physical body with us. Das ist eben neu. Also and that's the new thing. Ja. Das heißt nicht, dass alle Menschen in dieser Inkarnation aufsteigen. But that doesn't mean that all of the humans are going to ascend in this incarnation. Einfach von ihrem Bewusstsein her ist das Gewissen einfach in dieser Inkarnation nicht möglich. Because according to their consciousness, for some individuals it's not possible in this incarnation. Und dann machen die das in anderen Inkarnationen. So they're going to do that in different incarnations. And can we accelerate the people that are ready in this incarnation to ascend to another dimension? How can they accelerate it? Und die Menschen, die schon bereit sind, es in dieser Inkarnation zu tun, wie können die das beschleunigen? Beschleunigen? Also wie können die schneller bereit werden für einen Aufstieg oder den ganzen Prozess beschleunigen? Verschnellern? Ja, also du weißt ja, es gibt Faktoren, die verzögern das Ganze, und Faktoren, die beschleunigen es. Also ich muss das so sagen, wenn es um die Reinigung hier auf der Erde geht, dann rede ich davon, dass es Dinge gibt, die das beschleunigen können oder verzögern. So I have to put it that way. If it's about the cleansing that has to happen on Earth, there is factors that can accelerate this or slow it down. Aber wenn es um den Aufstiegsprozess geht von der Erde und von den Menschen, die da mitgehen möchten, also ich finde verschnellern so ein seltsames Wort, weil das ist für mich irgendwie, ich sehe das nicht so als ein Wettrennen an, wo man dann... Okay, Christina says, but if we're talking about the humans that are involved in the whole process, she can't really relate to that word accelerating, because she says it's not a race. Das ist, also ich sehe das halt so, dass also Aufstieg, das hat ja einfach mit unserem Bewusstsein zu tun. Und unser Bewusstsein, dass das aufwacht, das ist ja ein Prozess. Und Aufwachen, also wenn Menschen von Aufwachen reden, dann meinen sie auch nicht immer das Gleiche, weil Aufwachen verschiedene Ebenen hat. So I see it that way, that the ascension is a matter of our consciousness, and the whole thing is process, and
Now I lost track. Das ist ein Prozess. Und ja, was hast du dann dass gesagt? das Aufwachen verschiedene Ebenen hat und Waking up has different levels, and not for everybody the term waking up means the same. Also nicht für Ja. alle bedeutet es das Gleiche. mhm. Und trotzdem, ich glaube, Angel wollte darauf ansprechen, was können wir tun, um unser eigenes Erwachen oder unsere eigene Bewusstseinserweiterung zu beschleunigen. Das geht ja schneller. Also ich kann... Ja, also ich finde das wirklich kompliziert mit dem Beschleunigen. Yes, the word acceleration is really difficult for her. It's perfect. I obviously No word for Christina. I wasn't able to understand what Christina was saying, but obviously I realized that there was something that she was wondering, What right? was the point you were not understanding? Oh, no. When I asked the question and she said, I realized that something was different about the accelerating part Yes. of it. But it's a great place to be in, because that also allowed me to ask you something else, which is time, right? We are all stressed about time, and acceleration and time are very close together. So no, go ahead. Er sagt, er hat vorhin nicht ganz mitbekommen, was du sagen wolltest. Und er sagt aber jetzt, wenn wir jetzt über Beschleunigung sprechen, ist es ein guter Ort, um dich zu fragen nach dem Thema Zeit, weil wir ja als Menschen dauernd beschäftigt sind mit Geschwindigkeit und Beschleunigung und Zeit. Why do you think, Christina, that we are so stressed about the concept of time? Warum sind wir so gestresst mit dem Zeitkonzept? Also zum einen werden ja viele von uns erzogen, dass man einen Art Zeitplan hat und bis da muss das sein und man hat für das nur Zeit bis dann und dann. So on the one hand, we're all being educated with sort of a plan, a time plan, and you have to do this until then, and these things have to be finished by then. Und das andere ist halt, wenn wir was beschleunigen wollen, dann ist ja immer die Frage, was steht hinter diesem beschleunigen wollen. Also da ist ja was dahinter. Also nicht nur das beschleunigen wollen. And the other question is, if we want to accelerate something, there is always something behind this acceleration. And the question is, what is it? Da kann es auch darum gehen, dass wir ein mangelndes Vertrauen in was jetzt auch immer haben und darum mit diesem Beschleunigen auch was kontrollieren möchten, weil wir das Vertrauen nicht haben, dass alles rechtzeitig ist und im richtigen Moment, und weil uns das fehlt, müssen wir ja was tun, und das sieht dann bei uns so aus, dass wir halt irgendwie probieren, das selber zu kontrollieren, indem wir das dann wie beschleunigen wollen. So basically, Christina just said it's a matter of not trusting, actually, because if you're trusting that things are gonna come at the right time, we don't need to accelerate things. Trying to accelerate things is like trying to control things, because we're not trusting enough. Und mit dem Bewusstsein erhöhen, mit dem Aufstieg, wenn dann gefragt wird, ja beschleunigen, dann hat das für mich halt mit dem zu tun, dass, also ich sehe das halt so, dass all die Seelen, die sagen, ja, wir können das in dieser Inkarnation machen, das hat nichts damit zu tun, dass die irgendwie besser werden oder so. Es ist dann einfach vom Bewusstsein her so, geliebt werden die anderen genau gleich. So just let me translate. And so talking about the raising our frequency and raising our consciousness, it's the same. And if you're trying to accelerate this,
it's actually what she was talking about before. And the main things she said now, if you're ready in this incarnation for an ascension, it doesn't have to. It's not. It shouldn't be about the feeling I'm better than others. And now she's smiling and saying, because the others are loved exactly the same as the ones that are ready in this incarnation already. Sorry, I don't know if you were going to say something, Christine. I didn't want to interrupt you. But I was going to ask you, so the concept of time, how do you, according to your experience, why does time exist? What is time for you, Christina? Was ist für dich Zeit, das Konzept der Zeit? Warum existiert das? Und kannst du darüber etwas sagen? Oh, also Zeit ist ja also Zeit hängt ja auch von unserem Bewusstsein ab. Time is dependent on our consciousness also. Je nachdem, in welchem Bewusstseinszustand wir sind und in welcher Ebene, ist Zeit anders. Depending on what level of consciousness we are, time is or feels different. Also wenn wir etwas tun und das macht uns Spaß, dann kann die Zeit ganz schnell vergehen. Und wenn wir dann etwas tun, etwas anderes, dann kann sie dort viel länger gehen. Also für uns fühlt sich das dann so an. So if you do something that we really like, the time is going past really fast. And if you're doing something else, it can be really slow. Und hier in der Dimension, in der wir hier leben, da haben wir immer das Gefühl, da gibt es dann die Vergangenheit und dann kommt die Gegenwart und da hinten ist dann die Zukunft. And here in this dimension we always have think, okay, here is the past and now is the present and behind there is the future. Und das ist halt in dieser Dimension hier so. But it's only in this dimension. Und das ist ja auch nicht unbedingt schlecht, so können wir uns auf das konzentrieren, was wir hier haben. But this is not bad, so we can concentrate on what we have here. Aber in anderen Dimensionen ist das eben halt nicht immer so, dass es diese Trennung gibt. Und But in other dimensions there is nothing such, or it's not always the case that there is a separation like this. Und auch wenn wir hier inkarniert haben, da muss es nicht sein, dass wir nur die Gegenwart sehen. Also ich habe das auch schon gehabt, dass ich dann Gegenwart und Zukunft gleichzeitig sehe. And even if we are incarnated at the moment, it's not necessarily the case that we are only seeing the present. She says it has happened to me that there were moments that I saw the future and the present at the same time. Wow, this is fascinating. I really love that we touched upon time and we touched upon incarnations and all these things that we covered today. I wanted to say, Nicola, what's the best way to reach out to Christina and to you? Well, it's about time. Is it present now? The best way to reach out to us is you can write us a mail on events@christinavondreien in one word .ch. And may I say something, because yesterday we just made a wonderful plan, and please save the date of the 21st of December. I know there's always a lot of things happening on that date, but we're gonna do a love stream special. The love streams are our webinars, and this time we're gonna do it with a couple of guests, and we're gonna call out for a huge meditation in the end. And Christina is gonna talk for an hour in the beginning, and that will be simultaneously translated for everybody who's speaking English.
at the same time she's talking, and then we have a question part with other people. So it's going to be great. Just save the date. Okay, so the 21st of December, correct? Yeah. Okay, do you know the time more or less? What time is it going to be? It's going to be same time as we're talking here, starting 6 o'clock our time. So that's what time, your time? This is 11 in Central Time, Exactly. the US, Yeah. which is noon in the East Coast, in Miami and New York and Boston, to give you an example. Yes. And that's 6 p.m. in Central Europe, right? Yes, but you'll get all the information via our newsletters if you subscribe for the newsletter on Christina's website, christinavondreien.ch. Exactly. You'll get information. Exactly. And there's a lot. I mean, I have to say, I think that we've never had so many people at the same time here at the chat. So thank you, everybody who is there. They have been asking a lot of questions. A lot of people are asking how to cope with the pressure. You know, there's people from Austria asking how can we manage this? How can we manage the stress? Obviously, you know, Christina is always talking about this. Maybe last week, we actually spoke about this for the entire 30-minute conversation. If you want to go to last week's conversation, we spoke a lot about Australia and Austria and Germany and a little bit about Texas as well. So obviously we are here to help you, and Christina and Nicola are here to help you as well. I think that every single time that we have one of those, shows is really to help you and cope with the situation, whatever that is, because we know that some of you are under a lot of pressure, and we definitely want to help you with a lot of love and a lot of light. We had a beautiful love stream last Monday, and Christina was talking a lot about this, and there was a lot of questions answered from Christina about this topic as well. So this will be translated into English. It will take maybe another 10 days or so, and you can purchase the recording on our website as well. So there will be a lot of information in there as well. Excellent. Well, it's been a pleasure to have you. Thank you so much, Nicola, and thank you so much, Christina. It's always Christina. a pleasure talking to you, Angel. Thank you. And thank you, Christina. Thank you. Absolutely. Thank you. Obviously, thank you for the effort, Nicola, because it's always difficult to be translating everything that Christina says. And everybody who's watching us again today, thank you for being here. As you know, every single Friday, we are here with our Friday Love streams, both in German and in English. It's a pleasure to be here to help you, to understand you, to listen to you, and to help you in your everyday lives and in your spiritual, development. As we say here at Expansion Network, accelerating your consciousness and the consciousness of humanity, everybody as a whole. So thank you very much. I'm sure that you have enjoyed this conversation with Christina as much as we have. Thank you so much. And we hope that you have a good rest of your Friday and a great weekend. Okay. See you soon. Bye-bye. See you. Bye-bye. Thank you for watching. Bye. Bye.